Im Frühjahr 2020 gab Liebherr im Rahmen eines kleinen Events einige Modelle des neuen Liebherr LTM 1120 4.1 an einige Kunden aus. Bevor der erste allgemeine Verkauf auf der Bauma 2022 startet, wollen wir uns die 1:87 Umsetzung von WSI Models genauer anschauen. Die Front ist klar und schnörkellos, weiß eingerahmt liegt das Modell samt Zubehör hinter einer transparenten Folie. Die Stirnseite des Kartons verrät den Hersteller des Modells einschließlich Anschrift sowie diverse Strichcodes und am unteren Ende einen Hologrammaufkleber, der das Modell absegnet. Sämtliche Teile finden den exakten Mulden Platz und sind darin bestens geschützt und überstehen auch längere Transportwege problemlos. Ausgepackt und auf dem Tisch verteilt präsentiert sich ein schönes Modell mit allerhand Zubehör wie dem vierteiligen Konterballast oder dem Steckschlüssel zur Verstellung der Winde. Separate Außenspiegel liegen dem Modell an einem Spritzling zur Selbstmontage bei. Das Fahrerhaus verfügt über entsprechende Löcher in den Türen. Damit der Lack auf dem Aufleger während der Anreise nicht beschädigt wird, schützt ein Papierstreifen die Lackierung des Unterparts. Die detailreiche Bedruckung am Heck zeigt sich durch die beschrifteten Schmutzfänger und auch die Rückleuchten und der Heckstoßfänger sind sauber und hochwertig ausgeführt. Die mehrfarbige Lackierung ist sauber und glänzend und steht dem Vorbild in nichts nach. Auch die Schriftzüge sind scharf und lesbar. Die Bereifung besteht aus profilierten Gummis mit viel Grip für jedes Diorama. Auch die Kabine ist umfangreich bedruckt. Die schwarze Einfassung, die große Frontscheibe mit den nach wie vor 3 Wischarmen, der silberne Liebherr-Schriftzug vor dem Beifahrersitz und passgenaue farbliche Details wie Scheinwerfer, Blinker, Türgriffe lassen sich entdecken. Mit dem Liebherr-Schlüssel kann die Winde für die Hakenflasche in der Modellwelt bedient werden. Jetzt ist eine kleine Schwäche des Modells zu erkennen. Der Hydraulikzylinder ist aus Kunststoff gespritzt, während der Rest weitestgehend aus lackiertem Guss besteht. Es ist beinahe unmöglich, mit dem Kunststoffgranulat den Farbton der Lackierung zu treffen. Kommen wir zur Ballastmontage. Der zweiteilige Hauptballast rastet aufeinander gestapelt ineinander und kann am Oberwagen eingeklippt werden. Mit einem Klick der beiden beweglichen Flügel werden die Gewichte gesichert. Falls wirklich schwere Lasten oder große Auslagen zum Job gehören, können die beiden seitlichen Zusatzgewichte eingehängt werden, sofern man die Ösen trifft. Damit der Vierachser sicher steht, sollte natürlich auch die Abstützung ausgefahren werden. Die Stützteller erreichen sicher den Boden und lassen den Kran gut dastehen. So für den Hub vorbereitet kann auch die Winde bedient werden, um das obere Element des aus Kunststoff gefertigten Teleskopauslegers auszufahren. Vom orangenen Rollenkopf aus endet der Farbstreifen an den Auslegerseiten in einer feinen Schraffur. Hier noch einmal der Ballast im großen Abstand zum Oberwagen. Es geht aber auch anders. Zuerst den gesamten Ballast wieder ablegen. Der Kran ist noch neu und frisch vom Werk, da hakelt es manchmal etwas. Durch die beweglichen Träger kann wie beim Original der Ballast auch ganz nah an der Winde aufgenommen werden. Der beiliegende Schlüssel lässt sich nicht aufstecken. Vario-Ballast wie beim Vorbild. Und auch in dieser Konfiguration passen die beiden Außengewichte. Links stört beim Probelauf noch eine kleine Farbnase, die beim ersten Service bestimmt auf Kulanz entfernt wird. Jetzt schließt der gesamte Ballast perfekt mit dem Oberwagen ab und der LTM 1120 4.1 passt auch auf die engsten Baustellen. Hier beide Positionen im direkten Vergleich. Die Aufstiegsleitern, diverse Verschlüsse, Öffnungen und Klappen wurden in den grauen Unterwagen eingearbeitet, Teile der Auspuffanlage glänzen in Chrom-Silber. Sogar der Spiegel auf der rechten Seite des Oberwagens ist vorhanden.
Selbst von unten gibt es etwas zu sehen. Die Aufnahme der Kabine, Kardanwelle, Getriebe, Achsaufhängung sind vorhanden. Ein schönes Modell für Fans der Baugröße 1:87.